Wie versprochen, der Blick auf den Fußball. Julian Nagelsmann, der setzt also auch im neuen DFB-Kader auf sein EM-Personal. Auf den Rücktritt von 4 Spielern reagiert er mit minimalen Änderungen. Angelo Stiller ist der einzige Neuling im Kader für die ersten Länderspiele nach der Heim-EM. Nicht mit dabei ist überraschend Antonio Rüdiger. Der Innenverteidiger von Real Madrid, der will seine Zeit nach einem intensiven Sommer zur Regeneration nutzen. Statt Neuer ist Alexander Nübel als dritter Torwart dabei. Wie erwartet auch Alexander Pavlovic mit im Kader. Und aus unserer Sportredaktion um Christian Beilfuß. Christian, also eigentlich nur ein neuer Mann dabei. Angelo Stiller. Kommt der also klar mit seinem EM-Team, trotz dieses Generationenwechsels, den wir ja eigentlich im Rücken haben, trotz der Rückgänge? Ja, das hat verschiedene Aspekte. Zum einen müssen wir sagen, es hat sich in der Zwischenzeit, weil ja auch Sommerpause war, nicht wirklich ein Spieler aufdrängen können. Das wird jetzt in der Saison vielleicht dann noch anders werden. Zudem hatte Julian Nagelsmann ja schon Überraschungen im EM-Kader drin. Also Namen wie Maxi Bayer zum Beispiel, der natürlich jetzt fest reinrückt in den Kader nach den verschiedenen Rücktritten von Spielern. Und so gesehen hat Nagelsmann ja von seinem Team von Anfang an verlangt, wir haben auch die jungen Leute, wir haben die Talente, wir gucken 2 Jahre voraus auf die WM, wir bauen auf. Und Angelo Stiller war ja auch schon im weiteren Blickfeld des vorherigen Kaders bei der Euro, hat es dann nicht geschafft. Also ist ein guter Spieler, aber keine Frage. Ich habe nur so ein bisschen den Gedanken, er ist Stuttgarter. Stuttgart hat eine großartige letzte Saison gespielt. Das hat diese Spieler in die Nationalmannschaft getragen. Stuttgart hat gute Spieler verloren. Werden die wieder so eine gute Mannschaft haben? Werden die wieder so gut spielen? Werden dann diese Spieler wieder diese Leistungen bringen können? Ich hoffe natürlich ja, aus Sicht der Nationalmannschaft sowieso. Aber da müssen wir mal ein Fragezeichen setzen, ob das alles so wird. Aber ohne jede Frage, Angelo Stiller, der gehört da rein. Gerade nach dem Rücktritt. Kroos ist weg, Gündoğan ist weg. Im Mittelfeld muss was passieren. Aber auch da vielleicht noch ein Satz. Gündoğan und Kroos, das sind Namen, die über Jahre im europäischen und im Weltfußball ganz oben standen. Die haben wir jetzt nicht mehr in diesen Positionen. Die haben wir im Kader sowieso kaum noch. Das ist ein toller, hoffnungmachender Kader. Die haben toll gespielt bei der Euro. Aber wir haben echt Qualität verloren, muss man auch sagen. Aber gut, vielleicht ist es auch eine Chance, dass die sich da irgendwie neu formieren können, dass da auch eine Dynamik reinkommt, dass eben auf vielen Schultern die Last verteilt wird. Aber trotzdem brauchen wir einen Kapitän. Und das ist ja immer noch so die offene Frage dabei. Ich habe gerade so ein bisschen gezuckt, als ich dann gelesen habe, ach, Antonio Rüdiger, der ist jetzt erstmal raus. Denn zumindest mein persönlicher Favorit wäre für die Rolle. Ja, er ist auch sicherlich einer von, wie ich denke, nur 2 Spielern, die wirklich in Frage kommen. Also er ist jetzt nicht dabei, weil er geschont wird, hatte viel hohe Belastung in der vergangenen Saison. Leroy Sané fehlt auch noch im Kader, weil der eine Operation an der Leiste hatte jetzt über den Sommer. Die werden aber auf jeden Fall zurückkehren, alle beide. Ich denke, Rüdiger auch nächste Woche dann zum Trainingslager wird er da sein. So, es gibt eigentlich nur 2 Kandidaten in meinen Augen, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich. Was muss ein Kapitän sein? Er muss ein gesetzter Nationalspieler sein. Er muss Erfahrung haben, er muss Standing im Team haben. Er muss auch immer spielen. Es nützt nichts, wenn der auf der Bank sitzt oder zumindest fast immer spielen. So, da sind dann nicht so viele. Wie gesagt, von den Alteingesessenen einige weg. Bei den Jungen, da muss sich noch was entwickeln. So gesehen, ich bin mir sicher, das wird Julian Nagelsmann schon im Kopf haben, wen er gerne möchte. Er wird das, vermute ich, nächste Woche im Trainingslager mit der Nationalmannschaft klären. Total spannende Angelegenheit. 2 sehr unterschiedliche Typen, 2 tolle Fußballer, 2 tolle Menschen auch in ihrer Art. Das haben wir auch über die Euro jetzt noch mal erleben können. Ich persönlich tippe auf Antonio Rüdiger, weil ich glaube, dass er als Spieler hinten raus in der Zentrale noch mehr den Boss geben kann, als Kimmich es könnte. Aber auch Kimmich hat das ja schon mal gemacht, auch bei Bayern, als die Binde schon getragen. Könnte das. Der Boss-Faktor eher. Absolut. Antonio Rüdiger. Wir gucken auf das Thema definitiv nächste Woche dann die Entscheidung. Christian, danke schön.